In der ersten Fahrschule, in der ich gearbeitet habe, das war eine Vollkatastrophe. Und das soll ich jetzt noch 40 Jahre lang machen? Ist das dein Ernst? Dann habe ich da wieder gekündigt. Ich will gar kein Geld. Mir ging es nicht ums Geld. Wie kamst du überhaupt darauf zu sagen, okay, das könnte eine Option sein? Meine Frau kam auf den Keks. Und wenn du dich um diese Papiere und den ganzen Kram kümmerst, den Rest mit Marketing und lustige Ideen und Fahren und Unterrichten, das kann. Weiß ich noch, als ich zu ihr gesagt habe, ich glaube, Anni, du hast nicht ansatzweise eine Idee, wo uns das Ganze hintragen könnte. Normalerweise kommst du von der Arbeit und denkst dir so, jetzt meine Frau, jetzt geht's los. Ich lag aber gleichzeitig mit meiner Geschäftspartnerin im Bett. Also ich konnte nicht mehr mit ihr reden. Und so eine Unternehmerwelt ist ja alles andere als sicher. Das ist ja jeden Tag Welcome to the Jungle. Wenn du auf dein Leben zurückschaust. Ja, als weise Waldfee. Was war der Moment, wo du sagst, das hat mich am meisten verändert? Ich habe mir mit 27 den Rücken gebrochen. Das hat mich am meisten verändert. So, ja. Bin ich bei einem Junggesellenabschied von einem Hausdach, wollte ich aufs andere springen, bin aber mit einem Fuß in der Dachrinne hängen geblieben und dann runtergefallen. Darf ich fragen, wie man darauf kommt, von einem Hausdach aufs andere zu springen? Mit 27? Ja, also ich war generell immer ein sehr getriebener Mensch. Also ich habe immer Bock, was zu machen. Und das war ein Junggesellenabschied, die Stimmung war gut. Und dann habe ich so gedacht, also zu der Zeit lief auch noch Jackass. Im Fernsehen, und ich habe so gedacht, ach krass, und jetzt, das wäre doch cool, wenn man so von einem Hausdach aufs andere springen würde oder so und dann von da oben, keine Ahnung, runter in den Pool oder so. Das wäre gut, ja. Das hat nicht geklappt. Ich bin, wie gesagt, mit einem Fuß in der Dachrinne hängen geblieben. Ich habe den Winkel unterschätzt. Aber inwiefern hat es dein Leben verändert? Ich musste danach 3 Monate auf einem Brett pennen und also so festgeschnallt und dann kam halt jeden Tag jemand rein und hat dann immer gefragt, kannst du deine Füße noch bewegen, kannst du noch laufen? Krass. Und wenn du dann die ganze Zeit auf so einem Brett liegst, da hast du viel Zeit zu reflektieren, warum du Dinge tust, wem du da irgendwas beweisen willst, für wen du das alles machst. Und da habe ich viel hinterfragt. Und das war krass. Und dann habe ich mich auch danach, also nachdem das alles wieder gut war, ich habe dann so ein Iron-Man-Kostüm gekriegt, quasi musste dann wieder laufen lernen und so ein Kram. Und danach habe ich mich erstmal quasi aus meiner ganzen Mini-Rockstar-Welt quasi zurückgezogen und habe erstmal nur Dinge für mich gemacht. Ich habe dann 3 Monate alleine in Kroatien in so einem Dorf verbracht mit irgendwie 15 Einwohnern und bin immer nur morgens runter zum Wasser, Cappuccino getrunken, einen Salat gegessen, abends wieder schlafen gegangen, wieder runter zum Wasser und das Ganze 3 Monate lang. Das hat viel verändert. Also ich nehme generell eine extrem positive Lebenseinstellung von damit. Weil, also grundsätzlich denke ich, also egal was passiert, ich kann schon mal laufen. Das ist schon mal ein Riesenvorteil. Ja. Und du hast schon mal dein Hauptwerkzeug. Ja, aber das ist also in so einem Unternehmeralltag oder egal in welchem Alltag hast du ja immer wieder Events, die dich rausreißen aus allem und dann denkst du, ich habe schlechte Laune, weil, keine Ahnung, der Hund hat ins Wohnzimmer gemacht, mein Schuh gefressen, der Nachbar hat die Ecke zu kurz geschnitten, ich habe schlechte Laune. So. Und bei mir kommt dann aber immer, wenn das im Kopf so losgeht, diese Kirmes, quasi als zweiter Satz, aber ich kann noch laufen. Und das ist sehr positiv. Und ja, das hat mich, glaube ich, am meisten zurückblickend verändert, ja. Also du hast ja schon, wir haben ja schon im Vorfeld ein bisschen gequatscht, du hast ja schon eine sehr interessante Vita. Du bist jetzt aktuell Fahrlehrer. Ich würde auch sagen, hast mit einer der bekanntesten Fahrschulen in Deutschland, gerade auch wegen dem ganzen Marketing und so weiter. Ja. Was waren aber so die Anfänge? Also wie kamst du überhaupt darauf zu sagen, okay, das könnte eine Option sein für mich? Aber meine Frau kam auf den Keks. Also ich selber, ich glaube, ich wäre irgendwann wahrscheinlich Surflehrer in Ägypten geworden oder so, keine Ahnung. Aber meine Frau hat gesagt, Robby, du machst doch da in der Fahrschule sowieso, also in der, wo ich vorher gearbeitet habe, viel selber. Willst du es nicht selber machen? Ich habe gedacht, gut, wenn du dich um diese Papiere und den ganzen Kram kümmerst, den Rest mit Marketing und lustige Ideen und Fahren und Unterrichten, das kann ich. Und dann weiß ich noch, als ich zu ihr gesagt habe, ich glaube, Anni, du hast nicht ansatzweise eine Idee, wo uns das Ganze hintragen könnte. Aber da ich halt optimistisch geboren bin, habe ich halt gesagt, ist mir aber auch egal. Also lass uns mal los und dann gucken wir mal, wo wir landen. Aber bevor du die Fahrschule gemacht hast, du hast ja gemeint, dieser Rückenbruch hat dich aus diesem Rockstar-Leben rausgebracht. Was hast du davor gemacht?
Viel. Also Kfz-Mechanik habe ich gelernt. Mhm. Danach habe ich in einem Fahrdienst gearbeitet für so Essen auf Rädern und habe da so die Dispo gemacht, weil ich keine Lust hatte mehr im Sommer mir die Finger zu verbrennen und im Winter tropft dir der Schnee hinten in den Nacken. Mhm. Da habe ich gedacht, machst du so Fahrdienst, da im Büro ist locker. Das habe ich so 8 Monate ausgehalten. Dann habe ich gemerkt, Büro ist nichts für mich. Mhm. Dann habe ich während dieser Zeit schon angefangen, Musik zu machen. Das hat dann tatsächlich relativ gut geklappt. Wir hatten dann so einen Manager. Das sieht man ja auch hier überall Bilder. Rob D. Ja, ja, Richtige Rockstar. Ja, Vibes. also, es war schon cool. Wir hatten auch so Fanbusse und so. Und Echt? ja, ja. Also mit so 400, 500 Leuten sind wir dann so rumgereist und Wow, so. Das war schon krass. cool, ja. Und dann haben Konntest du davon leben? ich brauchte ja nicht viel. Ich hatte ja, also Ja. ich will jetzt nicht sagen, damals hatten wir ja nichts, aber also es gab halt keine iPhones oder so, sonst hätte ich auch noch, also wir haben auch mit so einer schlechten Videocam viele Sachen einfach festgehalten. Mhm. Aber wir haben ja nur gefeiert und Musik gemacht. Also da brauchst du ja nichts. Ja. Hotelzimmer haben die Leute mal bezahlt. Mhm. Wir haben Geld dafür bekommen, dass wir Musik gemacht haben. Trinken war dann umsonst und feiern, ja. Und das Habt ihr auch ist so klassische Straßenmusik gemacht, dass ihr mit der Gitarre euch da in die Stadt hingestellt habt? Nee, eher nicht so. So, am Ballermann haben wir das zwischendurch gemacht, aber das Mhm. war halt auch, wie gesagt, 2007, 2006, irgendwie sowas. Mhm. Ja, wenn ich voll bin, bist du schön, war mein großer Hit. Okay, genau, passend für den Ballermann Ja, wahrscheinlich. ja, deswegen, ja, also das habe ich quasi dann auch gemacht. Mhm. Und während dieser Musikzeit ist mein Opa dann zu mir gekommen und hat gesagt: Robby, alles, was du da machst, das ist zwar ganz gut, aber ich glaube, wenn du Fahrlehrer wirst, dann hast du noch was, so, das ist dann sicher so für dich. Mhm. Da kannst du dich dann noch mal selbstständig Die machen, wenn deutsche du willst. Sicherheit. So, das war so sein Ja. Gedanke, Ja, ne? sicher. So, dann hast du das so, Ja. ne? Die Taube auf dem Dach, Spatz in der Hand, Gedöns. Ich habe also grundsätzlich immer viel von ihm gelernt, also habe ich gedacht, wenn du das so meinst, ich gehe einfach mit, melde mich an, ich mache das schon, ich ziehe das durch. Mhm. Das war so eine Parallelwelt immer, weißt du, am Wochenende dann mit 400, 500 Leuten komplett eskaliert und montags sitzt du dann da, Paragraph 1 der StVO, die Teilnahme am Straßenverkehr von der ständigen Vorsicht und gegenseitige Rücksicht, nehmen sie eingeschlafen. Aber hat das nicht den Fokus komplett rausgenommen aus dieser Musikkarriere? Oder hast du gesagt, diese Musikkarriere ist so ohnehin nichts, was ich langfristig verfolgen Nee, möchte? also das ist mir, ich habe nie gedacht, dass ich 27 werde, so. Okay. Und dieser Rückenbruch kam quasi parallel in dieser Musikgeschichte so halb da rein. Und dann war das für mich ganz gut, dass ich. Aber warum hast du diesen Gedanken gehabt, dass du mit dieser Musik nicht erfolgreich, weil ihr wart ja Nee, auf nicht, Tour. nicht erfolgreich. Das war einfach, also ich habe es ja auch schon mal gesagt zum Motorradfahren. Ich habe Schwierigkeiten, mich da zu bremsen, generell. Und wenn du den ganzen Tag ja all you can eat, all you can, mach was du willst, hast, Mhm. dann machst du das auch. Und irgendwann, also ich wäre da gestorben am Ballermann. Mhm. Ich hätte das nicht geschafft. Das wäre jeden Tag Vollgas und so. Und dann, ich habe schon nach 2 Wochen gemerkt, Alter Leute, es gibt ja einen Grund, warum so Menschen wie Mickey Krause keinen Alkohol trinken. Ja. Sonst schaffst du das nicht. Ne? Ja. Also ich habe da genug Leute kennengelernt, die es auch nicht geschafft haben. Mhm. In meinem Sinne von nicht geschafft haben. Ne? So, weil wenn du den ganzen Tag, wie gesagt, nur feierst, verlierst du meiner Meinung nach den Fokus und auch die Kontrolle. So. Aber hast du diese Einsicht über dich selber? Ich meine, da muss ja schon reflektiert sein, auch in dem jungen Alter, dass du sagst, okay, ich neige sehr stark dazu zu übertreiben und diese Musikkarriere und dieser quasi exklusive Zugriff auf alles, was Freude bereitet und mir Dopamin gibt, dass du dich da bremsen konntest durch diese Selbstreflexion. Aber es war also häufig so, dass immer wenn also mir ist halt schnell aufgefallen, wenn ich Dinge gemacht habe, Mhm. wenn ich von Dach zu Dach springen wollte, damit die anderen sagen, boah, Rob ist cool. Mhm. So. Oder wenn ich Musik gemacht habe, damit du da oben stehst und sagst so, hey, und Mhm. alle so, ja. Und es ist immer sich irgendein Gefühl zu holen, was man vielleicht innen nicht hat oder so. Und mir ist dann aufgefallen, dass das nicht, also für mich war das definitiv nicht das Ende. So, ich habe das gemacht und dann habe ich immer schnell für mich einen Haken dran machen können und gemerkt, auch hier ist mein Glück nicht. Mhm. So, also viele denken ja, keine Ahnung, wenn sie eine tolle Uhr haben oder ein schickes Auto,
dann bin ich Ja. glücklich. Dann habe ich es geschafft. Und wenn du ein Penthouse hast, dann hast du es geschafft. Ah, nee, Ja. doch nicht. Wenn du 10 Fahrschulen hast, dann hast du es geschafft. Ah, nee, doch nicht. Und dann habe ich ja relativ schnell gemerkt, das ist irgendwie, ich renne meinem Glück irgendwie immer hinterher oder diesem Gefühl. Ich denke, das ist normal, weil wenn man jetzt zum Beispiel zurückschaut, vor 5 Jahren, Mhm. jetzt mein Ich vor 5 Jahren, wäre stolz drauf, jetzt heute hier zu sein, wo ich bin. Und jetzt bin ich heute hier und ich denke mir, mehr, mehr. Ja, Und das ja. ist, ich glaube, das ist normal. Du gewöhnst dich dann an diesen Standard Mhm. und selbst wenn du dann deine Penthouse-Villa und deine teure Uhr und dein Porsche und alles drum und dran hast, dann wirst du dich wahrscheinlich genauso fühlen, wie du dich jetzt gerade fühlst. Und Nur da, eben mit mehr Asche in der Tasche. ja, also das ist halt auch eine extrem skurrile Erkenntnis. Ne? Also als ich damals dann Musik gemacht habe und wir dann, keine Ahnung, auf Ibiza oder Malle oder wo wir dann gesessen haben, ähm, ich habe ja nicht viel auf dem Konto gehabt. Also nicht mal 1.000 € so Mhm. gefühlt. Ne? Ähm, Heute ist das anders, aber ich fühle mich exakt gleich. Also es ist überhaupt gar kein Unterschied von da zu hier. Ich denke nicht, boah, ich bin stolz auf mich oder cool oder was du hier geleistet hast, weil, ja, also, nochmal zurück zu diesem Rückenbruch. Ich glaube, da habe ich halt erkannt, dass dieser ganze Erfolg und das alles funktioniert nur mit anderen. So, und also das hier bin ja auch alles nicht ich. Da ist ein Teil meine Frau und alle Mitarbeiter, die hier zusammenarbeiten, Elisa, Olivi, das ganze Büro, die ganzen Fahrlehrer. Mhm. Deswegen, dass ich mich irgendwo hinstelle, irgendwann mal und mir selber auf die Schulter klopfe und sage, da habe ich gut gemacht. Das weiß ich nicht, ob das passiert. Also, weil, also ich habe es ja früher gemacht. Mhm. Ich weiß, wo das hinführt. Ähm, Da gibt es ein cooles Zitat von Marcus Aurelius, der hat gesagt, wenn du weißt, wo der Applaus von anderen Leuten herkommt, dann würdest du ihn niemals haben wollen. Ja. Da hat er recht. So, das ist einfach so. Und ich für mich bin lucky. Deswegen, ich stehe auf, ich weiß, ich kann laufen und den Rest versuche ich mir einen coolen Tag zu machen. Das heißt, nach dieser ganzen Ballermann-Karriere war das für dich nicht so ein Downgrade, dass du gesagt hast, hey, eigentlich wäre ich jetzt doch lieber auf der Bühne, anstatt im Nee, Fahrschulkurs. dann hätte ich es gemacht. Also das habe ich schon immer gemacht, wenn mich irgendwas in irgendeine Richtung gezogen hat, Mhm. da war ich da immer sehr radikal, liegt vielleicht auch an meinem Sternzeichen, also ich bin Schütze. Ich habe halt schwarz oder weiß, rechts oder Mhm. links. Grau ist so ganz wenig in meiner Welt. Also an oder aus, ja, aber immer wenn ich irgendwas wollte, habe ich das gemacht. Mhm. Also als Beispiel hier die Wände schwarz zu streichen. Mhm. Das ist ja das eine, sich das vorzustellen, zu machen. Das andere ist, im Baumarkt zu gehen, wirklich komplett pechschwarze Farbe zu holen und dann zu Ja. sagen, jetzt machen wir eine richtige Gothic-Bude draus. Also es ist komisch, Wände schwarz zu streichen. Nachdem Ja. ich es dann 10-mal gemacht habe, habe ich gesagt, okay, ich weiß, das wird gut aussehen, wir machen das. Aber ich wollte das halt. Also dann ist das für mich auch relativ kompromisslos. Du bist dann quasi auf Empfehlung von deinem Opa Mhm. zu diesem Fahrschulberuf gekommen. Gerutscht, ja. Ja, war das dann für dich so, dass du gesagt hast, das ist es? Ich meine, du bist ja immer noch Fahrlehrer, Ja, ja, 100%. Ja, beziehungsweise ja. Fahrschulunternehmer. Ja. Nein. Ich habe nie, also ich denke auch heute noch nicht, das ist es. Also vielleicht, keine Ahnung, verkaufe ich irgendwann mal Boote oder so. Und weil ich weiß, also für mich ist das nicht, für mich ist das ganze Leben irgendwie so eine Reise. Ich habe gar nicht das Gefühl, ah ja, jetzt habe ich hier meine Passion gefunden, das ist jetzt hier die Endstation. Ähm, und auch das mit dem Fahrlehrer sein. Also ich habe dann nicht das Gefühl gehabt, jetzt lehne ich mich zurück, jetzt bin ich irgendwo angekommen. Mhm. Ähm, Ich habe in der Reise quasi die Ankunft. Also ich fühle mich als Reisender quasi wohl von Ja. Step zu Step. Aber du hast ja vorhin auch gesagt, dass deine Frau meinte, hey, du machst doch sowieso schon alles. Mhm. Wenn jemand so mit so viel Einsatz etwas verfolgt, dann in der Regel, weil er doch schon irgendwo eine Erfüllung drin hat. Oder war das Nee, bei dir jetzt gar nicht der Fall? ich habe, also es liegt vielleicht auch am Mindset, ich weiß es nicht, aber immer wenn ich Dinge tue, tue ich sie, also ich habe mal ein Jahr auf der Baustelle gearbeitet. Mhm. Und jeden Morgen, wenn ich auf die Baustelle gekommen bin, haben die anderen mit ihrem gebrochenen Deutsch gesagt, Robin, halt die Fresse. Weil ich bin morgens um 6 Uhr auf die Baustelle gekommen, habe irgendwie AirPods drin gehabt, gute Musik gehört, dann habe ich, weil ich dachte so, ich arbeite hier auf der Baustelle. Also Ja. warum, also wenn ich keinen Bock darauf hätte, würde ich gehen. Ich würde Ja. einfach gehen und dann würde ich Friseur werden oder Busfahrer oder irgendwas.
Aber ich arbeite doch nicht auf der Baustelle, um da hinzukommen, um dann zu sagen, oh, scheiße hier. Das ist nicht meine Einstellung. Und egal, ob ich Fahrlehrer bin oder als Tätowierer gearbeitet habe oder in der Tankstelle oder auf der Baustelle, ich mache das dann immer quasi mit ganzem Herz, weil sonst kann ich es lassen. Mhm. Das zu dieser Schwarz-Weiß-Einstellung. Also ich mache das dann einfach. Und da war mir auch egal, ob ich quasi die Baustelle fege oder den Aufzugsschacht entschale oder den Putz vom Boden kratze. Es war mir egal, weil es war ja mein Job. Also ich habe das dann schon einfach mit Herz gemacht. Ja, ja, ich glaube, das ist schon wichtig, dass egal was man macht, dass man zumindest ein gewisses Engagement an den Tag bringt, einfach auch dem Arbeitgeber gegenüber. Ich glaube aber für dich damals in dieser Fahrschulzeit, weil wir hatten ja auch im Vorfeld gesprochen, Ja. da war das nicht immer so, dass du happy warst Nein, mit der also in Berufung. der ersten Fachschule, in der ich gearbeitet habe, das war eine Vollkatastrophe. Die hatten so einen alten PC, die haben quasi nur Fragebögen gemacht, also diese nikotingelben Dinger, haben die Fahrschüler das ankreuzen lassen und der Unterricht war quasi, wir besprechen dann jetzt alle mal die Frage, die wir falsch hatten. Ich dachte so, und das soll ich jetzt noch 40 Jahre lang machen? Ist das dein Ernst? Sollen wir nicht einen anderen Computer holen? Sollen wir nicht irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, größere Bildschirme, andere, schmeiß die Stühle raus, mach irgendwas anders. Und das war immer, nein, Robby, das geht so nicht, das können wir so nicht machen und das geht so nicht. Und dann war das sehr, sehr frustrierend, ja. Dann habe ich da wieder gekündigt. Du hast, Weil du hast gekündigt ich habe quasi. gekündigt, genau. Wie bist du dann aber wieder zurückgekommen? Also, du musst ja dann an irgendeinem Punkt wieder zurückgerudert sein, dass du jetzt Ja, quasi also hier bist. ja, ich habe gekündigt und mein Chef damals hat dann irgendwie gedacht, ich hätte im Lotto gewonnen oder so. Musste ihm dann, also weil er saß dann vor mir und sagte, ja, was machst du denn jetzt? Du kannst es mir sagen. Ich sag, was sagen? Wie viel? Wahrscheinlich, Ich sag, wie viel auch was? das machen wollte. Wie viel was? Wie viel hast du gewonnen? Ich dachte so, was labert der? Ich habe gar nichts. Was meint der mit gewonnen? Was? Er sagt, du hast doch im Lotto gewonnen. Bist du bescheuert oder was? Nein, ich habe einfach keinen Bock auf die Scheiße hier. Ich habe einfach keinen Bock. Ja. Ich so, das kannst du mir nicht erzählen, Rob. Das glaube ich dir nicht. Ich sage, naja, du kannst ja nächsten Donnerstag kommen. Ich gehe joggen am Kappenberger See. Ich werde mir kein neues Auto kaufen und kein Haus, weil ich habe keine Kohle. Ich weiß nur eins, darauf habe ich keinen Bock. Und dann habe ich gekündigt. Und dann hat er immer gesagt, also er hat mich auch immer noch angerufen und gesagt, was machst denn du jetzt? Ich sag, keine Ahnung, ich gehe gerade joggen. Ich trinke einen Cappuccino in der Stadt. Ich weiß es noch nicht, keine Ahnung. Und weil ich auch selber gekündigt habe, habe ich auch kein Arbeitslosengeld oder so gekriegt. Ich wusste gar nicht, dass man da irgendwie dann 3 Monate gesperrt ist oder so. Es war mir aber auch egal, weil ich wollte alles machen, nur das nicht mehr. So, das wusste ich. Dann habe ich, einen Online-Shop gemacht und habe USB-Sticks aus China importiert und die bei eBay verkauft. E-Commerce. Ja, so heißt das heute. Damals, keine Ahnung, gab es das halt nicht. Deswegen hatte ich auch nur einen eBay-Shop. Hast du die auch selber aus deinem Eingepackt. eigenen, Ja, okay, klar, alles. die ganze Kette. Das war völlig insane, weil du hast dann, also ich hatte all mein Geld, was ich habe, dann irgendwo nach Xinglongjing überwiesen, per Ja. Western Union oder so. Ich hatte keine Ahnung, ob das überhaupt ankommt. Und dann kam tatsächlich so ein Karton mit so USB-Sticks und so. Und dann habe ich die eingepackt und getütet und weggeschickt und so. Stark. Ja. Und dann hat mich aber so ein Chef hier aus der Stadt von so einer größeren Fahrschule angerufen. Also damals war es eine größere Fahrschule. Und hat gesagt, Robby, du bist doch Fahrlehrer, ne? Und ich dachte schon so, ich weiß genau, was du willst. Das wird hier so ein Ex-Freundinnen-Gespräch, ne? Willst du nicht nochmal, hast du nicht Lust? Ich habe mich wirklich geändert. Und ich dachte so, ja, ich weiß. Er sagt, komm doch vorbei, wir trinken Cappuccino und dann gucken wir mal. Ich sage, Jürgen hieß ja, Jürgen, ich komme, aber auf gar keinen Fall, ich sag's dir jetzt schon mal, nicht, dass du traurig bist nachher, ich werde kein Fahrlehrer, ich werde nicht bei dir arbeiten. Ja. So, ja, ist okay, aber komm, lass mal ein Cappuccino trinken, ich will einfach nur wissen, warum du keinen Bock mehr hast. Aus heutiger Sicht, so eine Einwandbehandlung. Klassische Er Einwandbehandlung. war richtig schlau, aber ich war auch super naiv und bin halt da hingefahren und habe ihm gesagt, schau mal, das finde ich doof, darauf habe ich keinen Bock, das finde ich scheiße, das würde ich anders machen. Und er hat einfach immer nur gesagt, ja, ist doch super, kannst du bei mir so machen. Ich dachte mir so, was labert der? Was ist das für ein Scheiß? Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich so, pass auf, wenn das wirklich so ist, arbeite ich eine Woche kostenlos bei dir. Ich will gar kein Geld. Weil mir ging es nicht ums Geld. Ich will einfach ich will entspannt sein. Ich will einen schönen Tag haben. Und dann habe ich bei ihm gearbeitet eine Woche. Ich konnte wirklich machen, was ich wollte. Also ich war ein bisschen schockiert darüber.
weil er hat mir einfach einen Schlüssel gegeben von allem und hat gesagt: „Hier, mach, was du willst.“ Also, dass dir jemand so ein Grundvertrauen so krass entgegenbringt, Mhm. dann muss der entweder bescheuert sein oder ziemlich viel von dir halten. Ja. Und dann habe ich gedacht: „Krass, dass der mir so vertraut.“ Und ich bin also, Was denkst du, woran es lag, dass er dir so viel Vertrauen geschenkt hat? ich glaube, der wird sich wahrscheinlich umgehört haben oder gesehen haben, wie ich sonst ausgebildet habe. Und, Mhm. unsere Stadt hat zwar 100.000 Einwohner, aber ist irgendwie immer noch ein Dorf. Mhm. Und ich glaube, wenn du ein Idiot bist, spricht sich das einfach schnell rum. Denkst du, das war für ihn auch so 'n Marketing-Move, dass er sich Voll. dachte: „Hey, Das hat voll funktioniert für ihn, weil Rockstar Rob und junger genau, Fahrlehrer?“ ja, genau. Das hat also voll funktioniert. Also, ich habe dann da gesessen und habe halt Unterricht schon gemacht mit relativ vielen Leuten dann. Mhm. Und der hat die Bude halt, wenn ich da war immer rappelvoll. Mhm. Aber auch das hat mich nicht gejuckt. Ich habe nie gezählt, wie viel Geld macht der jetzt, wie viel Geld verdient er mehr, wenn ich eine Fahrstunde mache. Das war mir egal. Mhm. So, ich konnte machen, was ich wollte. Dann habe ich mir eine Wakeboard-Jahreskarte geholt. Dann bin ich immer habe keine Ahnung, bis 1, 2 Uhr gearbeitet, bin dann direkt zur Wakeboard-Anlage, bin dann Wakeboard gefahren und ich war lucky, war alles super, war gut. Und aus dieser Position raus ist dann quasi meine jetzige Frau gekommen und hat gesagt: „Robby, du machst da doch sowieso alles selber.“ Wahrscheinlich hat die das gesehen, wie viele Leute da im Unterricht gesessen haben oder sich Mhm. angemeldet haben oder Spaß hatten. „Lass uns das doch einfach selber machen.“ Und dann habe ich gesagt: „Du, wenn du die Papiere machst und das alles“, ich war ja so naiv, dass ich gedacht habe: „Und ich weiter Wakeboard fahren kann und so ein bisschen, dann ist doch alles cool, dann machen wir das.“ Ja, habe ich gedacht. Das heißt, sie war quasi der ausschlaggebende Punkt, dass du Ja, gesagt ich hätte hast: das „Jetzt nie gehen wir gemacht. all in.“ Genau. Hattet ihr dann so 'n Startkapital auch? Mhm. Bin zur Bank gegangen, zu meinem Banker. Dem, habe ich gesagt, Marc heißt der: Mhm. „Marc, ich brauche irgendwie 20.000, ich will eine Fahrschule aufmachen. Ich würde die gerne von innen 'n bisschen streichen und mir so 'n Golf holen.“ Mhm. Hat er mich angeguckt und hat gesagt: „Robby, ich kenne dich jetzt seit du so groß bist. Ja. Ähm, also, ich habe mit meinen Chefs gesprochen, wir würden dir eventuell Geld leihen zu 8%.“ Da habe ich gedacht: „Marc, vielen Dank für dein Vertrauen, super. Ich höre mich noch mal um.“ Mhm. Und dann bin ich zu meiner Mama gegangen, habe gesagt: „Mama, der Marc hat gesagt, der leiht mir 20.000 für 8%. Kannst du mir die auch leihen?“ Und sie so: also, ich habe zwar keine, aber ich kann mal fragen, was ich bei der Bank zahle, wenn ich da hingehe.“ Und dann ist sie zur Bank gegangen und hat gesagt: „Hey, ich würde gerne, so einen Renovierungskredit aufnehmen. Zu wie viel Prozent kriege ich den?“ Dann hat sie den irgendwie zu 1 oder 2% gekriegt. Ja. Und dann hat sie mir quasi das Geld gegeben und ich habe ihr das abgezahlt. Ja, stark, Ja, okay. das war der Smart Move. gelöst. Und das heißt, mit 20.000 € Eigenkapital, dann noch Genau. keine GmbH. Nein, nein, das war ein Einzelunternehmen und dann habe ich einfach ich sage mal, 'n Jahreswagen als Golf Mhm. gekauft, Golf 6 oder 7. Wie hast du das mit den Schulungsräumen gemacht? Ich habe eine alte Pommesbude relativ günstig mieten können. Mhm. Dass sie so günstig war, lag vielleicht auch daran, dass sie direkt neben 'nem Puff war. Oh, ja. Habe ich nicht so drüber nachgedacht. Habe die dann renoviert, also Mhm. habe dann halt, keine Ahnung, bisschen Fliesen gekauft, 'n bisschen Farbe und habe dann halt ja, 'n paar Jungs haben dann noch von innen Graffitis so an die Wände gemacht, alles, was ich so cool fand. Und dann habe ich da gestartet. Ich war aber immer noch richtig, ja, wie soll ich das sagen? Kann ich pissed off sagen oder schneidet man das raus? Also, ich, mochte halt Fahrlehrer nie, weil Fahrlehrer, also, ich meine, jetzt gibt's ja schon Gott sei Dank 'ne etwas jüngere Generation Fahrlehrer, aber die Fahrlehrer so, als ich meinen Führerschein gemacht habe, hatten halt alle 'n dicken Bauch, so 'n Oberlippenpreller und haben immer da gesessen und hatten schlechte Laune. Und das Ja. waren für mich so Stoffelköppe, die Ich immer wollte grad recht sagen, wenn du hatten. schon Graffiti und so was gemacht hast damals, wobei ich glaube, es gab damals auch viele, die gesagt haben: „Jetzt machen wir da mal so 'ne Graffitiwand hin.“ Das findet die Jugend cool, aber du hast es ja gelebt. Ja, genau. Also, es war ja auch nicht jetzt so 'n Graffiti mit 'ner Ampel und 'nem Stoppschild, Genau. sondern also so „Come in and drive out“ oder so, sondern es war schon, es waren halt so, Drive and smile. es ja, es waren halt schon Graffitis einfach, ne? Also, Ja. so auch so von so Dortmunder Jungs und so. Mhm. Ja, und ich fand das gut. Äh, ja, und dann habe ich halt diese Pommesbude quasi renoviert und diese alten Fahrlehrer, ich habe dann halt an die Fahrschule „einfach gut einfahren lassen“ dran geschrieben, Mhm. in riesig. Weil ich wusste, jeder hat hinten drauf „gut abfahren, fahr einfach gut mit uns“ und immer Ja, diesen Scheiß, das hat mich schon immer getriggert. ja. Und, ja, dann haben die halt immer so: „Ah, guck mal da, was macht er da und was soll das denn werden und ha 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 und lächerlich“ und so. Mhm.
Ich habe für mich ausgerechnet, mir reicht das, wenn ich 3, 4, 5 Fahrschüler im Monat habe, dann kann ich davon irgendwie leben und dann wird es schon gehen. Aber ich habe das immer noch gemacht, um quasi den ganzen anderen Fahrlehrern einfach nur zu zeigen, ihr seid scheiße. Was ihr macht, ist komplett scheiße. So, guck, man kann auch sowas machen. Und ja, dass es am Ende funktioniert hat, keine Ahnung, ob es Glück ist oder so, ich weiß es nicht. Aber ich habe das einfach gemacht, weil es so in mir war. Das heißt, dieser Slogan war dann genug Marketing, dass du dann auch einen Ansturm hattest? Hat sich Ich hatte wahrscheinlich auch, ich hatte auch einen Ansturm aufgrund meiner Vergangenheit, wahrscheinlich hier in der Stadt. Weil ich ja hier auch als Tätowierer mal gearbeitet habe und halt Musik gemacht habe und viele mich dann dadurch halt auch kannten und wussten, das funktioniert. Also du warst schon eine Personal Brand hier in der Gegend. Ja, genau. So, das war schon Grund genug, dass dann auch mehr als 5 Leute gekommen sind. So, ja. Dann bin ich quasi mit Anni 1:1 One-Man-Show gestartet. Ja. Anni war auch Fahrlehrerin? Nein, oder? ist auch bis heute keine Fahrlehrerin. Okay, das heißt, sie hat quasi Sie macht nur Büro, BWL, das. diese Geschichte. Ihr habt diese Fahrschule ja quasi gemeinsam als Team aufgebaut. Ja. Und macht das jetzt schon seit wie vielen Jahren? 10. Seit 10 Jahren. Seit 10. 2014, ja. 2014 habt ihr gesagt, okay, let's go. Ja, zusammen. irgendwie 10. Oktober 2014, ja. Wie läuft das so mit der Ehefrau quasi? Das ist komplett Das insane. Das haben mich auch tatsächlich schon viele befreundete Unternehmer und so gefragt. Aber es ist, glaube ich, auch da wie mit allem im Leben, du hast halt immer die Chance, dich auf das Negative oder auf das Positive zu konzentrieren. Wenn jemand nicht resilient ist, würde ich ihm das niemals empfehlen, das zu tun, weil du musst schon sehr selbstreflektiert sein. Also ich weiß, am Anfang haben wir dann irgendwann so ganz billig, so in gefühlt Comic Sans, so Regeln im Schlafzimmer aufgestellt. Also nicht, was die meisten jetzt denken, sondern da war halt eine Regel, zum Beispiel, wir reden im Bett nicht mehr über Fahrschule. Weil du liegst ja im Bett und normalerweise kommst du von der Arbeit und denkst dir so, jetzt meine Frau, jetzt geht's los. Ich lag aber gleichzeitig mit meiner Geschäftspartnerin im Bett und habe gedacht, alles klar. Und morgen sind Prüfungen, haben wir alles disponiert, wie sieht das Konto aus, müssen wir noch Geld zahlen, haben wir eine Ablösesumme von dem Golf, der muss zur Inspektion, der nächste, was hat der Fahrschüler, hat der seinen Antrag, läuft der aus, keine Ahnung. So lag ich dann halt im Bett mit ihr. Und es war nicht so, dass wir gedacht haben, oh, wo fahren wir den nächsten Sommer hin? Ja. Ich glaube, die ersten 5 Jahre hat Anni gar keinen Urlaub gemacht. Ich bin mal 3, 4 Tage weggefahren, weil sonst wäre ich wahrscheinlich mit einer Kettensäge durch den Wald gelaufen. Wir hatten dann auch 2, 3 Mal so Kommunikationscoaches, weil wir einfach, also ich konnte nicht mehr mit ihr reden. Das war für mich schwierig, weil auf der einen Seite habe ich sie ja lieb und ist meine Partnerin. Und auf der anderen Seite musst du aber auch, meiner Meinung nach, im Geschäftsleben mal sagen, das ist aber meine Richtung und ich würde die Richtung gerne gehen. Das ist halt schwierig mit jemandem, wenn du dann gleichzeitig noch am Frühstückstisch sitzt und weißt, du hast gerade richtig harte Verhandlungen geführt und jetzt, keine Ahnung, gehst du sonntags zusammen Kaffee trinken. Das hat nicht funktioniert und ich glaube, es ist einfach ein Weg, für den entscheidet man sich und dann muss man auch sagen, ja oder nein. Ja. Was war so die schwierigste Entscheidung für euch, beziehungsweise der schwierigste Moment so als Team gemeinsam? Du meinst mit mir und Anni zusammen? Ja, genau. Der schwierigste Moment. Weil ihr beide seid schon so die Hauptentscheidungsträger. Ihr habt zwar noch Ja, genau. verantwortliche Leitung und so weiter, Ja. aber Wir stimmen aber alles quasi mit denen ab. okay. So, ja, aber wahrscheinlich erst ab. wir oder überlegen uns seit ein paar Jahren. Ist genau, es wahrscheinlich erst so. Also erst seit, ich weiß nicht, 3, 4 Jahren so. Was waren die schwierig? Also als ich meinen ersten Mitarbeiter gekündigt habe, habe ich heulend in ihrem Arm gelegen und gesagt, Anni, ich schaffe das nicht. Ich kann den nicht kündigen. Dazu muss man sagen, der war ein bisschen soziopathisch, hatte schon 2 Selbstmordversuche hinter sich und hatte auch einen Waffenschein. Ui. Also es war eine super Kombi. Also danke, die Grüße gehen nochmal raus an denjenigen, der mir den empfohlen hat. War ein super Mitarbeiter, nicht. Auf jeden Fall. Das ist eine gute Basis, Das war eine um jemanden zu kündigen. Das war direkt so. Und ich habe halt gesagt, das funktioniert nicht mehr. Ich muss den kündigen. Aber wie? So, wie soll ich das machen? Wie soll ich so jemandem in die Augen gucken und sagen, so? Wir nicht mehr. In meinem Kopf, ich hatte jegliches Eskalationsszenario durchgespielt. Also ich bin 100-mal gestorben, auf der Rücksitzbank wie Tupac erschossen worden. Gedanklich alles. Ich bin alles durchgegangen. Am Ende des Tages ist tatsächlich nichts passiert.
Diese Erfahrung habe ich dann immer öfter auch machen dürfen als Unternehmer, aber das war schon so ein Moment, dass du als Mann zu deiner Frau gehst und sagst: „Ich schaffe das nicht.“ Ist für mich zumindest das war schon 'n harter Knackpunkt. Mhm. Ähm, Daran sind wir gut gewachsen und dann haben wir immer öfter gemerkt, also, wir brauchen halt diese Kommunikation, dass wir es irgendwie schaffen, miteinander zu reden, weil oft haben wir das gleiche Ziel, nur eine unterschiedliche Sprache und das stand uns oft im Weg, auf dem Weg quasi hierhin. Also man sagt ja immer, man sollte Beziehung und Business Trennen. trennen. Mhm. Du hast schon gesagt, ihr habt so ein paar Grundregeln, wie Ja, ihr das schafft, ja. dass das quasi trotzdem funktioniert. Aber was ist so, ähm, wie schafft ihr das, die Balance zu halten? Wenn ich jetzt sage machen, ist also Ja, ich stelle mir das tatsächlich sehr, sehr schwierig vor, ähm, dass man auf der einen Seite kann ich mir eben vorstellen, dass es übelst Spaß machen kann. ja, Aber ich glaube, knallt. wenn's knallt, dann knallt's dann halt doppelt, dreifach, Ist richtig vierfach. super, wenn du weißt, es hat gerade zu Hause richtig geknallt und jetzt kommst du ins Büro, alle Mhm. sitzen da und ihr habt gleich Teammeeting und jetzt geht's los. Und du musst ein ganz normales Gespräch führen auf einer ganz normalen Welle, ohne dass die Mitarbeiter irgendwie davon Wind mitbekommen. Mhm. Das war schon, Selbstreflexion. Das ist die einzige Chance, die du hast. Denkst du, du hättest es ohne deine Frau geschafft? Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Was Fall. bringt sie für Stärken mit? All die, Die die ich nicht habe. Also, kompletter Ausgleich. es ist ja auch häufig so, haben wir auch schon mal kurz drüber gesprochen. Du suchst dir ja meistens immer dein Gegenteil aus in Mhm. der Partnerschaft, bist dann aber beleidigt, weil es dein Gegenteil ist. Also, was weiß ich, der eine ist halt der ordentliche Typ und der andere quetscht die Zahnpastatube aus. Mhm. Du regst dich dann zwar darüber auf, dass er die Zahnpastatube immer wieder so zusammendrückt und sie aussieht wie so eine Wurst im Kleiderschrank da, im Badezimmerschrank. Mhm. Aber am Ende des Tages hast du dir das ausgesucht, weil du bist ja schon der Typ, der die immer gerade hinstellt. Und als ich das erkannt habe, habe ich dann gemerkt, sie ist halt komplett anders als ich. Ich muss das auch akzeptieren. Und es ist auch gut so, dass sie komplett andere Meinungen zu allem hat als ich, Mhm. weil sonst wäre ich in der Atmosphäre verglüht. Wenn ich noch so einen Partner gehabt hätte, wie ich selber bin, Ja. wir wären niemals 2 Jahre selbstständig gewesen. Wir hätten alles Geld in Vegas verbrannt und wären nackt auf dem Boulevard verhaftet worden. Ja. Einfach, weil ich gedacht hätte, das ist der schönste Tag in unserem Leben. Ja. Und nächsten Tag hätte ich einen neuen Laden aufgemacht und was Neues probiert. Aber sie ist halt schon der Part von uns, der sagt: „Robby, wir müssen unsere Zahlen im Griff haben. Wir können jetzt gerade keine neue G-Klasse kaufen. Mhm. Wir können keine Rolex kaufen. Wir investieren jetzt in, Farbe. Wir holen einen Simulator. Es macht mehr Sinn, wenn wir das und das machen.“ Also, ich habe ja quasi so eine Liste an Ideen, Mhm. die gebe ich ihr und dann spreche ich mit ihr darüber und sie pickt das raus, was am realistischen ist und was am besten hier reinpasst. Dann bin Und ich froh, weil es ja. sind immer noch meine Ideen und viele Sachen von mir. Und sie ist froh, weil sie es grob in den Rahmen packen Und kann. vielleicht, weil sie auch so ein bisschen aus ihrer, Komfortzone dadurch rauskommt. Andersrum hätte sie sich auch niemals selbstständig gemacht. Sie ist halt Ja. ein kompletter Sicherheitsmensch, der ihren Rahmen braucht. Und so eine Unternehmerwelt ist ja alles andere als sicher. Das ist ja Ja. jeden Tag Welcome to the Jungle. Also du weißt ja nie, von welcher Seite der Gorilla kommt oder ob gleich Mhm. ein Graben kommt oder eine Hängebrücke oder du hast ja gar keine Ahnung. Und das wird auch jeden Tag so bleiben. Mhm. Und ich fühle mich relativ wohl damit. Annika fühlt sich relativ wohl damit, direkt dahinter zu laufen. So zu wissen, lass den mal laufen und dann gucken wir mal. Also, wenn ich mich hier so umschaue, in deinen Räumlichkeiten, wir haben jetzt hinter dir eine Harley stehen, die Hm? wir schön angeleuchtet haben. Die Wände sind schwarz, hier steht ein Tischkicker, da hinten ist so ein Flipperautomat, da ist ein komplett aufgetunter, Forza-Simulator. Ja, Oder ja. was war das nochmal? Das war nicht Forza, sondern? Das ist jetzt hier Assetto Corsa und Okay. Project Cars und was weiß ich. Also, schon Ja. extrem abgespaced. Wenn man hier reinläuft, dann, ist man schon erstmal überwältigt. Ich habe es auch gestern gesagt, für mich Mhm. war das eine maximale 'ne Reizüberflutung auf jeden Fall. Mhm. Ähm,
Machst du das immer noch aus Trotz, dass du Ne, sagst, sondern einfach nur, weil es dir Spaß macht? ja. Jetzt habe ich ja also früher war es so, also wie in der Realschule. Der Lehrer sagt: „Sitz still“, du sitzt nicht still. Die Leute sagen: „Spring nach rechts“, du springst nach links. Also das war eine Trotzreaktion. Aber irgendwann habe ich gemerkt, also früher habe ich das gemacht, weil ich Spaß hatte, das an diesem Ärger, an diesem Battle. Mhm. „Du bist doof, ich bin cool. Du bist doof, ich bin cool. Guck mal, wie cool ich bin.“ Ja, Und ja. irgendwann habe ich gemerkt, ich glaube, ich bin wirklich cool. Also, als ich mir den ersten R8 geholt habe, ich bin ja nicht Ronaldo oder 50 Cent, aber das war so immer mein Traum. Ja. Habe ich mir dieses Auto geholt und bin 8 Monate nicht damit gefahren. Ich stand 8 Monate jeden Abend gefühlt so in der Garage davor und habe gedacht: „Was bist du für 'n Spast? Was Echt? ja, was willst du mit dem Auto? Mhm. Wem willst du jetzt was beweisen? Willst du cool sein?“ Und dann, weiß ich, irgendwann mal sonntags abends habe ich das Ding angemacht, bin so aus der Garage gefahren, brrr, eine Runde durch die Stadt, wieder hingestellt, habe gedacht: „Alter, du kannst nicht damit fahren. Was glaubst du denn, wer du bist?“ Also, so habe ich quasi mit mir selber geredet. Okay, interessant. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, du musst Aber ja hast du das so also, hattest du dieses Gefühl, weil du dir dachtest, die Leute werden jetzt falsch von mir denken und die werden denken, ich bin abgehoben ja, oder ja, ja, das war klar. so der Ja, ja. der der Grund? Ich habe dann gedacht: „Wofür“, wieder die Frage: „Wofür machst du das?“ Mhm. Du denkst ja, wenn du so 'ne 8 hast, also marketingtechnisch hat das voll funktioniert, das war super. Ich habe die Karre umbauen lassen, dann kam die Bild-Zeitung, die coolste Fahrschule Deutschlands und bla bla bla. Mhm. Äh, Aber war das vor oder nach den 8 Monaten? Du hast ja gemeint, der Das stand war bei dir acht danach. acht Das war Monate. danach. Genau. Aber ich musste das für mich mental erst mal Das heißt, aufbrechen. du hast dir das Auto gekauft, dann stand es erst mal 8 Monate einfach nur in der Garage und keiner wusste davon. Ja, so, Okay. genau. Es ist irgendwie so, wie so viele das auch häufig erzählen, du solltest vorsichtig sein mit dem, was du dir wünschst, weil wenn es dann kommt, dann ist es manchmal krass. Und du musst dir dann auch überlegen, für wen willst du das Ganze hier? Warum machst du Mhm. das? Machst du das wirklich, weil du das möchtest? Ist das entspannt für dich? Oder machst du das, weil du möchtest, dass die anderen gucken, guck mal, wie cool du bist? Und dieses guck mal, wie cool du bist, Das wird nicht ist ganz, eintreffen. ja, nicht nur das, und es ist auch super gefährlich, weil das führt am Ende immer zu Unzufriedenheit. Du wirst nie glücklich werden und dein Ego frisst dich irgendwann auf, weil ich glaube, in Fight Club sagt er das ganz schön: Alles, was du hast, hat irgendwann dich. Mhm. So, und das habe ich dann nach 8 Monaten habe ich gesagt: „Gut, jetzt gibt's eine Option, schwarz oder weiß. Entweder du verkaufst die Karre wieder oder du jetzt drauf, ziehst dir 'n Stirnband an und guckst, was passiert.“ Und ich bin ja wirklich 'n ganz entspannter Robby. So, und dann habe ich irgendwann gesagt: „Okay, jetzt ist mir scheißegal.“ Ich habe dann irgendwie auf YouTube so 'n Waschvideo gemacht, wie fährt man in die Waschstraße mit dem Auto. Dann ging noch die Fensterscheibe habe ich aus Versehen aufgelassen, weil ich so aufgeregt war, und dann kam Wasser noch rein und zu, und aber es war okay. Mhm. Und so habe ich das dann immer weiter fortgeführt. Und irgendwann, nachher, als wir das mit dem Tesla gemacht haben, wir waren dann die erste Fahrschule in Deutschland, die 'n Tesla hatte, selbstfahrendes Auto, und dann kam ja diese ganzen Ja. Galileo. Da war ich schon in dem komplett, jetzt ist es mir egal. Ich mache das nicht mehr, weil irgendwer sagt: „Boah, das ist cool“ oder „das ist toll.“ Mhm. Also, ich wollte auch immer, dass mein Papa sagt: „Boah, Junge, jetzt hast du mal was geschafft. Jetzt gut, Daumen hoch.“ Ja. Faszinierend war, in dem Moment, wo es mir egal war, da ist er dann wirklich gekommen und hat gesagt: „Ja, das ist schon ganz cool, was du machst.“ Ich dachte mir so: Ja. „Jetzt ist es mir egal. Doof, Mann. Wärst du mal vor 20 Jahren gekommen und hättest gesagt: ‚Oh, du spielst gut Tennis, gut Fußball, gut was weiß ich was.‘“ Wäre ich Ja. vielleicht 'n bisschen entspannter gewesen mein ganzes Leben lang, keine Ahnung. Aber als ich dann gesagt habe: „Ist mir egal, wie Ich die das glaube tatsächlich, finden“, dass es vielleicht sogar gut war, dass es so spät kam, weil vielleicht, sonst hättest du den Hunger und den Biss nicht gehabt. vielleicht, ich weiß Ich es meine, wirklich jeder hat nicht. ja irgend 'ne innere Motivation, Ja, irgendwas zu machen, unterbewusst. aber wie gesagt, all diese Szenen waren dann später nicht mehr, um irgendwem an die Karre zu pissen, sondern einfach nur, weil ich da Bock drauf hatte. Und auch so 'n Flipper oder so 'ne Harley oder den Simulator mache ich ja, weil ich da Bock drauf habe. Ich könnte das Ding ja auch bei eBay Kleinanzeigen verkaufen und sagen: Mhm. „Weg damit.“ Aber so steht's da, und die Fahrschüler können dann, zwischen den Pausen da drauf fahren oder wenn die für die Theorie gelernt haben. Das ist cool. Aber das ist ja quasi du sagst ja jetzt, du hast im Prinzip keine Selbstzweifel mehr, du machst einfach. Oder Mhm. gibt es immer noch Momente, wo du Selbstzweifel hast und sagst: „Hey, ist es grade schlau, was ich mache?“ Oder wird's einfach nur
Oder sagst du, hey, alles, was jetzt schief geht, ist einfach nur ein Learning für mich? Wie ist da dein Mindset? Es gibt so eine merkwürdige Form der Meditation. Also dann setzt du dich quasi hin und holst dir die Leute an einen Tisch, mit denen du gerne über das, was auch immer du vorhast, reden würdest. Bei mir ist es dann so ein Yogi, ein Designer, ein Unternehmer und mit denen sitze ich dann an einem Tisch, gedanklich, und unterhalte mich darüber. Jeder hat seine Meinung dazu und am Ende ziehe ich mir meine Meinung daraus, was sich für mich am besten anfühlt. Mhm. Und dann, um da ein konkretes Beispiel zu geben, ähm, ich habe überlegt, ein Boot zu kaufen, Mhm. ein großes. Und das ging jetzt eine Woche hin und her und ich hätte das auch echt für einen guten Preis bekommen. Es wäre super gewesen. Mhm. Aber ich bin nicht mehr so. Früher hätte ich mit aller Gewalt versucht, das irgendwie, ich muss das unbedingt haben, das muss unbedingt klappen. Ich hätte nachts nicht geschlafen, hätte gedacht, wie soll ich das alles machen? Und oh mein Gott. Mhm. Heute weiß ich, du kannst manchmal auch diesen Fluss des Lebens gar nicht aufhalten. Und wenn das für dich auch so passieren soll, Mhm. dann knallt das eh. Dann funktioniert das. Und wenn das nicht dein Weg ist, dann kannst du dich auch auf den Kopf stellen, dann wird das nicht funktionieren. Also das habe ich schon gelernt auf dem Weg bis hierhin. Und dementsprechend gehe ich jetzt entspannter an die ganzen Dinge ran, aber immer mit einem reinen Herz und Gewissen. Also alles, was ich tue, tue ich nicht mehr, um cool zu sein oder irgendwem irgendwas zu beweisen, sondern damit es für die Fahrschüler cool ist. Mhm. Also wir haben dieses Workbook zum Beispiel, das haben wir selber erstellt und haben wir hier abends gesessen, das zusammengepackt. Das kriegen die im Theorieunterricht und ich sage denen von Anfang an, das ist dein Workbook. Du kannst es verbrennen, du kannst es anzünden oder du schreibst dir ein paar Sachen auf. Es ist mir von Herzen egal. Yeah. Ich mache es für dich. Es ist mir wirklich egal, ob die es verbrennen. Also ich könnte es auch draußen in der Mülltonne sehen und ich würde nicht denken, oh, umsonst gebunden, Yeah. Papier verschwendet. Ich würd das nicht denken. Ich würde dann denken, okay, da muss jemand noch lernen, wofür ich das gemacht habe. Wenn er es nicht verstanden hat, ist es sein Leben, nicht meins. Okay. Und so tue ich Dinge jetzt, heute. Ähm, wann war für dich so oder wann kam der Moment, wo du gesagt hast, okay, ich sehe mich jetzt als Unternehmer und nicht mehr einfach nur als Fahrlehrer? Wahrscheinlich nicht direkt mit dem Beginn deiner Selbstständigkeit, Nein. sondern viel, viel später. Ja. Ich habe dann irgendwann, also ich bin ja heute schon 18 Jahre Fahrlehrer. Ich habe dann irgendwann gemerkt, nach 10 Jahren alleine Fahrlehrer sein, so langsam bist du, glaube ich, ganz gut in dem Beruf. Mhm. Was machst du denn jetzt? Und dann fängst du ja an, dir mit deinem Geschäft Gedanken zu machen. Wo will ich damit hin? Was könnte man da machen? Und dann habe ich irgendwann dieses Entrepreneurship gelesen. Habe ich gedacht, was ist das denn? Was machen diese Menschen? Was für ein Wort? Und Geil. dann gab es halt hier in der Stadt halt auch ein, zwei Leute, die habe ich dann, keine Ahnung, abends betrunken mal an der Bar gesehen. Aber die waren halt alle so weit weg von mir. Also die haben halt immer nur gesagt, wir sind Unternehmer, wir unternehmen was. Und dann waren die auch schon Ja, wieder was weg. unternehmt ihr denn? So, und dann habe ich gedacht, krasse Menschen und so, was die alle so machen. Was machen diese Unternehmer eigentlich? Und dann habe ich mich damit ein bisschen beschäftigt und habe gesehen, das könnte mir auch gefallen, weil du ja immer was unternehmen musst. Mhm. Das habe ich ja grundsätzlich auch schon immer getan. Und das jetzt zu synchronisieren mit dem, was ich sowieso schon tue, könnte cool sein. Ja, und dann bin ich halt auch irgendwann in diese Immobiliengeschichte eingetaucht. Mhm. Und das ist quasi einfach mitgewachsen. So, ich habe dann gemerkt, man kann auch noch das machen, man kann auch noch das machen. Ich musste immer so ein bisschen eine Balance finden zwischen, habe ich da auch wirklich die Zeit für? Weil ich habe ja auch noch 2 Kinder. Mhm. Da brauchst du ja auch Zeit für. Und Unternehmer sein brauchst du auch viel Zeit. Fürs Unternehmen brauchst du auch viel Zeit. Ja. Ja. Aber das mit den Immobilien, das Mhm. ist ja eher so ein Hebeleffekt. Ja. Das heißt zum Beispiel, du kaufst das Gebäude, in dem deine Fahrschule ist und so weiter und so fort. Ja, ich habe ja so ein Mehrfamilienhaus quasi selbst gebaut in Eigenregie. Mhm. Einfach, also aus heutiger Sicht würde ich sagen, aus Wahnsinn. Mhm. Weil ich habe einfach gelesen, was denn so ein Architekt dafür bekommt. Und dann habe ich gedacht, nee, das kann ja nicht so schwer sein. Das mache ich mal. Also mache ich ja hier auch schon. Ob ich jetzt Preise für so einen Simulator einhole oder Preise für so einen Rohbau oder für Elektrik oder so, das kann ja so schlimm nicht sein. Mhm. Ja, habe ich gedacht. Habe ich dann 2,5 Jahre gemacht und da bist du schon quasi Multi-Unternehmer, weil die Fahrschule lief ja immer noch parallel. Aber dein Fokus hat sich dann geschiftet.
Da war Oder ich, Fahrschule auf komplett im immer. Bau. Also komplett. Also ich hatte halt hierfür immer Slots. Also ich bin dann, weiß ich nicht, dienstags und donnerstags 4 Stunden hier ins Büro gefahren, habe Mhm. dann 4 Stunden hier fokussiert nur im Büro gesessen, geguckt, was müssen wir machen, welche Autos, was, wie, wo sitzen wir, wo stehen wir, was machen die Zahlen. Und bin dann wieder vom Büro rein in die Baustellenhose und rüber ins. Aber um an diesen Punkt zu kommen mit deinem Unternehmen, Mhm, das, was quasi deine Cash-Cow war in dem Sinne, mhm, ähm, musst du das ja erst auf ein gewisses Level bringen. mhm. Ähm, wie hast du es quasi geschafft, dass der Laden auch ohne dich läuft? Einfach nur, weil Anni drin war, also deine Ich Frau drin war, oder? auch. Ähm, Der Laden läuft nicht so ganz ohne mich, Mhm. weil ich glaube, ich und Anni, wir sind auch schon das Herzstück dieses ganzen Dings hier Mhm. und viele andere auch. Aber wenn wir nicht die Richtung vorgeben, dann habe ich ganz schnell gemerkt, ordnen sich hier neue Hierarchien und andere versuchen, diese Richtung dann vorzugeben. Und also hätte ich das noch 2, 3 Jahre ohne mich gemacht, hätte das nicht funktioniert. Also Mhm. ich hätte jemand anders finden müssen, der sagt, alles klar, ich leite dies quasi in deinem Namen, so wie du das willst. Und ich kümmere mich da komplett drum. Und ich glaube nicht, dass das gibt. Ja, also was ich immer sehe, wir arbeiten ja selber mit aktuell über 10 Fahrschulen deutschlandweit Mhm. zusammen. Was ich immer wieder sehe, es gibt zum Beispiel Fahrschulen, die setzen voll Fokus darauf zu skalieren. Mhm. Und es gibt Fahrschulen, die sagen, ähm, ich will, dass die Anmeldungen hochgehen Mhm. und dann renoviere ich irgendwann meine Filiale. Und das, was ich eben da gesehen habe, die Leute, die einfach nur sagen, ich will jetzt stark wachsen, zum Beispiel alle 3 Monate muss eine neue Filiale aufgemacht werden irgendwo. Umzu. Umzu, ähm, tatsächlich in dem Beispiel, was ich jetzt sagen wollte ich eigentlich sagen, bei denen funktioniert es richtig gut. Ja, also war ja bei uns am Weil Anfang die aber mit auch. Vollfokus an der Sache Mhm. dran sind und weil die das, komplett nüchtern betrachten. Die sagen dann nicht: „Ah, mit dem Fahrlehrer komme ich gerade nicht zurecht“, Kannst ja gar nicht dann. Ja. sondern die sagen: „Okay, ich gebe ihm jetzt einen Rahmen vor, in dem Rahmen spielt der.“ Mhm. Und bei denen funktioniert es sehr gut. Und wir hatten aber auch zum Beispiel Fälle, wir hatten eine Fahrschule, die stand kurz vor der Insolvenz. Mhm. Und, bei uns ist es ja immer so, wir haben ja immer so Partnerschaftsverträge. Der hatte dann den Partnerschaftsvertrag unterschrieben und dann haben wir uns schon gefreut, haben die ganzen Ressourcen und so Ja. weiter, organisiert. Und dann habe ich irgendwann eine Woche später einen Anruf bekommen: „Ja, du Burhan, tut mir mega leid, ich habe dir da was nicht gesagt. Meine Ja. Finanzen sehen ultra katastrophal aus. Deswegen habe ich auch einfach gesagt, ich lasse mich jetzt darauf ein, vielleicht bringt es was. Und bevor wir anfangen, lass uns das bitte Cancel. canceln.“ Ich mir gedacht, okay. Ich gesagt, ich rufe dich in 10 Minuten zurück, weil Ja. wir sind Alles tatsächlich ready. schon in Ja. Vorkasse gegangen. Da habe ich überlegt, okay, was machst du jetzt? Da habe ich nochmal angerufen und habe gesagt, wie lange hast du noch? Meint er so, ja, wahrscheinlich so 2 Monate. Ähm, dann wird, der Hahn Ja. zugedreht. Dann habe ich gesagt: „Wie viel könntest du jetzt mal angenommen, dein Unternehmen hängt Was davon hast du ab, noch? Ja, was ja. hast du noch da?“ Meinte er: „Ja, so Pi mal Auge 1.000 € Werbebudget.“ Sportlich, ja. Dann haben wir gesagt: „Okay, wir haben selber noch ein bisschen was draufgelegt, aber eine Mini-Menge, einfach nur, weil Ja. wir wussten, okay, wenn wir damit da, rein starten, dann könnten wir das retten und lieber gehe ich noch mal dieses Risiko ein, Klar. dass ich ein bisschen Ja, mehr ja. noch reinstecke, als dass ich quasi den Kunden komplett verliere.“ Ja. Dann haben wir das gemacht, hat funktioniert. Der ist dann da quasi rausgekommen und, also, die Anmeldungen sind da hochgegangen und so weiter. Und dann, kamen wir aber ein paar Monate später wieder an 'ne ähnliche Position, wo er dann gesagt hat: „Ich komme wieder nicht hinterher, die Fahrlehrer machen, was sie wollen. Ich sitze den ganzen Tag nur im Auto und ich komme nicht hinterher, ich komme nicht hinterher.“ Mhm. Dann habe ich irgendwann gesagt: „Hey, guck mal, solange du im Auto sitzt und im Business arbeitest, kannst du Mhm. nicht am Business arbeiten. Ja. Ähm,
du hast mir damals vertraut, vertrau mir bitte nochmal und steig aus dem Auto aus und kümmere dich nur noch um Büro und so weiter und so Mhm. fort. Und das hat er dann gemacht und jetzt mittlerweile läuft es halt bombastisch. Der hat alles im Blick und Mhm. hat dann auch quasi dazugelernt. Ähm, und deswegen nochmal als Frage an dich: Mhm. Zu wie viel Prozent würdest du dich in dem operativen Geschäft noch eingliedern als Fahrschule oder als Fahrschulunternehmer? Und wo ziehst du deine Grenze und sagst, okay, das darf nicht mehr mein Geschäft sein? Also vor allem so als kleiner Ratschlag an alle Fahrschulunternehmer, die da jetzt zuhören. Ich glaube, also du musst dir als allererstes überlegen, wo willst du hin? Weil Ja. ich habe die ersten, weiß ich gar nicht, 6 Jahre jedes Jahr den Umsatz verdoppelt und verdoppelt und verdoppelt und irgendwann machst du, keine Ahnung, 1/2 Million und denkst so, oh wow, das ist Mhm. krass und irgendwann machst du 1 Million Jahresumsatz und denkst so, oh mein Gott, wir haben eine Fahrschule, 1 Million. Ja. Aber Aber dein Kostenapparat wird dir das auch ist entsprechend unfucking fassbar riesig. größer. Also, ne, wenn ich heute auf so Zahlen manchmal gucke, was wir an Lohnkosten haben, denke ich mir, Junge, was machst du hier? So, Mhm. das kann ich jetzt nicht laut sagen, ich bin ja der Chef, aber innerlich denke ich schon, was ist das denn? Ja. Ähm, und du musst dir überlegen, was du willst. Ich Mhm. habe für mich entschieden, wir machen das große Ding hier. Das ist cool. Hier fühle ich mich wohl. Hier kann ich mich verwirklichen. Das ist top. Ich will nicht 20 Buden, Franchise. Gibt es ja auch das Modell. Ähm, wir hatten irgendwann mal, ich weiß nicht, 4, 5 Fahrschulen. Ich hatte da nur Kopfschmerzen, weil dann war in der Filiale einer krank, da war Stromausfall, da war dies, da war das, da war das. Also es war Hat für es mich, mehr Umsatz eingefahren? ja klar, aber der Gewinn war der gleiche. Mhm. Aber der Aufwand war exorbitant mehr. Ja. Und dann habe ich auch viel mit Mike darüber gesprochen. Und ich bin dann quasi einstimmig zu dem Ergebnis gekommen, mach ein Ding, mach's gut und dann ist es für alle cool. Ja, ich glaube, jetzt als Fahrschule ist es wichtig, wenn du nur ein Ding machst, dass der Pool groß genug ist. Ja, Weil wenn du jetzt eine Fahrschule in Buxtehude hast, ähm, ich weiß nicht, wie groß Buxtehude ist, aber nicht so groß, Monte kommt ja von dort. ja, habe ich gehört, ja. Also ich glaube, wenn du da jetzt eine Fahrschule hast, läuft es wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht. Aber du weißt, was ich meine, ne? Ja, Irgendwo ja, hinterm Wald eine Fahrschule hast und da kommen keine Schüler hin. ähm, mein Opa, der hat damals dann eine Fahrschule in seiner Doppelhaushälfte einfach aufgemacht quasi. Und weil der so ein netter Kerl war, sind da 1000 Leute hingekommen. Und der hat irgendwann mal zu mir gesagt, und das habe ich für mich einfach gespeichert, Robby, wenn du irgendwann mal eine Fahrschule aufmachen willst, ist egal, wo du die aufmachst. Wenn du gut bist, kommen die aus allen Löchern zu dir. Und wenn du dir mal irgendeine Burgerbude in Deutschland anguckst, die erfolgreich ist, da stehen die Leute Schlange vor, nur um den Burger zu kriegen. Die kommen von überall wegen diesem Burger. Und ich glaube, du musst dir als Unternehmer oder auch als Fahrschulunternehmer, für die, die das sehen, du musst wissen, was du willst. Willst du diesen mentalen Aufwand, also das ist wirklich Gewichtheben vom Allerfeinsten, allerdings mental, bist du dazu bereit, diesen Druck, damit lernen umzugehen und das zu machen? Dann mach, keine Ahnung, 25 Fahrschulen auf, hol dir 20 Fahrlehrer, 17 verantwortliche Leiter, mach das alles. Aber stell dich darauf ein, dass die nächsten Jahre dann einfach eine Hurricane-Saison werden, die nicht aufhört. Also Mhm. gibt es auch kein Weihnachten, kein frohes neues Jahr, kein Ostern, keine Sommerferien. Du bist halt da, weil du bist das Ende der Nahrungskette. Ja. Oder du machst was du für dich in deinem Rahmen mental kontrollieren kannst. Dann mach das. Und ich glaube, dass viele junge Fahrlehrer, gerade wenn ich die so auf TikTok sehe und so, was die alle machen, die machen ja einen Account, haben dann ein paar Follower und machen sich dann selbstständig, haben gute Ideen. Die werden aber bald, und damit meine ich so also spätestens 4 oder 5 Jahren, wirst du halt vor andere Herausforderungen gestellt. Weil es ist ein ganz einfaches Beispiel. Ein Flugzeug braucht in der Luft ganz andere Eigenschaften als auf der Startbahn. Ganz andere Eigenschaften. Und du musst diesen Switch schaffen zwischen Vollgas auf der Startbahn und irgendwann alles einklappen und abheben. Und dieser Moment, das ist was ganz anderes, als zu sagen, alles klar, ich fahre jetzt hier jeden Tag 10, 12, 14 Stunden im Auto, mache ich halt 1, 2, 3, 4, 5 Jahre, kannst du ja machen. Aber irgendwann musst du dich entscheiden, bleibe ich mit 180, fahre weiter auf der Startbahn und verbrenne dann irgendwann Mhm. oder ich hebe ab. Und diesen Switch musst du halt hinkriegen. Musst du dir überlegen, was du willst.
Also ich denke, egal wie man das Ganze angeht, für den Start so 'nen Social-Media-Push ist Das schon musst du was haben. sehr, sehr Feines. Voll. Ja. Wenn du heute alles verlieren würdest, die ganze Fahrschule Ja. und so weiter, und du Ja. müsstest von neu mit deiner Fahrschule anfangen. Voll cool. Wie würdest du's machen? Wie würdest du's angehen? Was wären deine ersten Steps? Ich glaube einfach, wenn ich von heute also, ich würde mir Würdest du dir wahrscheinlich erst mal 'n dickes Auto ziehen, nein, um, ich würde mir erst mal 'ne Leute anz Glatze rasieren und mich kaputtlachen. Okay. Einfach so aus Auch 'n guter Umgang. ja, ich würde das erst mal so für mich das wäre dann so 'n Cut. Mhm. Und dann würde ich denken: „So“ also, ich würde mich wirklich bestimmt 2, 3 Tage hinsetzen, einfach nur sitzen und überlegen: „Worauf hast du jetzt so richtig, richtig, richtig Bock?“ Mhm. Und wenn's dann 'n Golf 2 wäre als Fahrschulauto, würde ich mir 'n Golf 2 holen. Der kostet nicht viel. Den würde ich umbauen. Dann würde ich den tiefer legen und so folieren, dass der richtig Bombe aussieht. Mhm. Dann würde ich 'ne Fahrschule aufmachen. Dann würde ich erst mal mit so 'nem Auto fahren. Vielleicht würde ich nur abgefahrene Autos haben, aber ich bräuchte auf jeden Fall jemanden, der immer mal wieder über die Bücher schaut und diesen ganzen Papierkram macht. Das würde ich auch im nächsten Leben nicht schaffen und Also, nicht du würdest wollen. gucken, dass du auffällst irgendwie. Immer. Aber es ist der Grund, warum wir Hühnereier essen. Aber glaubst du, dass dir dieses lokale Auffallen jetzt nur für den Fahrschulunternehmer wertvoller ist als dieses digitale Auffallen? Also, auf den sozialen, Nein. Medien? Nein, es ist ich würde sagen, 60% digitale Medien, 40 lokal auffallen. Mhm. So würde ich das sehen. Aber es ist ja automatisch. Also, wenn du mit so 'nem Auto fährst und schreibst da Fahrschule drauf, ähm, fällst du ja auch digital auf. Also, das sehen ja immer Ja. Leute, posten Weil das. dieses Social-Media-Thema hast du jetzt gar nicht erwähnt. Ich hätte jetzt gedacht, das erste, was du machst, ist, du erstellst 'n Instagram und TikTok-Account und fängst an, Ne, würde dein ich Gesicht überhaupt in die das Kamera zu liegt halten. aber vielleicht auch da dran, dass ich manchmal denke, weißt du, wenn jemand unseren musikalischen Werdegang, das, was wir da damals gemacht haben, wenn es da Instagram gegeben hätte, Mhm. also, das wäre ja alles explodiert. Wir haben 'n Musikvideo gedreht, also, da hätte Prinz Markus kommen können. Mhm. Solche in Tschechien in irgend 'ner Villa also, es war wirklich abgefahren. Mhm. Ich habe da diese Videosequenzen alle von, aber es war mir am Ende des Tages habe ich gemerkt, es ist auch egal. Also, ob du das machst oder das machst. Wenn das Leben will, dass du erfolgreich bist und du das von Herzen machst, dann klappt das mit gefühlt also, mein Business ist ja lokal oder ohne Social Media, weil Mhm. hier in der Stadt spricht sich schnell rum, ob du gut bist oder Ja. schlecht. Und zum Glück haben wir auch, relativ gute Google-Bewertungen. Ich würde so 60, 40 würde ich das Ganze werten. Schon. Welche Eigenschaft würdest du sagen, braucht ein Fahrlehrer, um diesen Switch ins, Unternehmertum zu schaffen? Du musst das wollen, dann musst du deine Brücken verbrennen, dass du nicht mehr zurück kannst. Das muss dir klar sein, weil wir Menschen sind dann auch ganz schnell so, dass wir, wenn wir merken, der Widerstand wird zu groß, dann lassen wir gerne die Gewichte fallen. Bob Marley hat das mal schön gesagt, du weißt nie, wie stark du bist, bis stark sein die letzte Option ist, die du hast. Mhm. Wenn du aber andere Optionen hast, nimmst du die anderen. Das heißt, du musst zusehen, dass wenn du was auch immer du machen willst in deinem Kopf, 10 Fahrschulen oder eine große Fahrschule oder dies oder das, dass du bereit bist, diesen Switch hinzukriegen und dann, auch wenn es dunkel wird, auch wenn es stürmisch wird, auf Kurs bleiben. Also es gibt nur eine Option, du kommst entweder heile mit deinem Schiff in deinem Hafen an oder du gehst unter. Das ist das, was ich sagen würde. Diese Eigenschaft musst du mitbringen, sonst wird das nichts. Weil es wird unterwegs so stürmisch, dass du dir in die Hose machst und denkst, Gott, ich kann hier nicht, ich muss zurück. Aber das darfst du nicht. Du musst weiter. Auch ein schönes Zitat. Wenn Christoph Kolumbus die Opportunitätskosten seiner Reise vorher gewusst hätte, wäre er Ja, niemals losgefahren. wahrscheinlich schon. So ist das. Du musst das vorher wissen. Du fährst los und du hast keine Ahnung, wo du ankommst, wie du ankommst und ob du heile ankommst. Aber du musst immer noch bereit sein, loszufahren. Ja. Diese Eigenschaft brauchst du, sonst bleib zu Hause. Was glaubst du, wie sich diese Fahrschulbranche in den nächsten Jahren verändern wird? Digitaler und größer. Was hältst du von diesen ganzen Simulatoren und Ich glaube, es wird gut. Ich könnte mir Führerschein online wäre ich gut. Wäre ich wahrscheinlich gesteinigt für. Aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass du irgendwann KI begleitend in so einem Ding sitzt, fährst dann per Google Maps runtergezogen in deiner eigenen Stadt, lernst deine eigenen Ecken kennen und fährst dann zum Abschluss
mit einem echten Fahrlehrer in einem echten Auto, um zu gucken, hat das Ganze funktioniert. Mhm. Aber wenn ich, keine Ahnung, irgendeinen Achtjährigen jetzt hier auf den Simulator lasse, 3 Wochen lang, dann fährt er jeden Golf. Das ist einfach so. Einfach weil der von der Mechanik, der lernt das, Schalten, Kuppeln, Bremsen, so funktioniert das, so geht das, so blinkt man, aha, mach ich. Dann fährt er. Jetzt muss er noch ein paar Regeln können und dann kann der Auto fahren. Verantwortung und psychologische mal außen vor. Aber der könnte das Fahrzeug fahren. Und ich glaube, dass eine KI das in Zukunft relativ gut beurteilen kann, ob du dazu in der Lage bist oder nicht. Gerade in der Flugbranche gibt es das ja schon, Ja. dass die Nutzt Piloten. ihr das schon aktiv, KI, bei euch im Unternehmen? Wir hatten das in einem Simulator, der leider nicht so ganz so taco funktioniert hat. Ich warte jetzt auf einen neuen, der quasi aus Stuttgart geliefert wird. Ja. Und da bin ich sehr, sehr gespannt und auch sehr positiv, weil die Hersteller, die den Simulator bauen, mit einem Startup aus Dänemark zusammen das entwickeln. Und das ist sehr, sehr vielversprechend. Und da ich immer jemand bin, der gerne neue Dinge auch ausprobiert, kann es sein, dass ich das Ding dann irgendwann anzünde, weil es kompletter Müll ist. Oder dass ich da stehe und denke, war eine gute Idee. Ich habe die Hoffnung, dass ich da stehe und sage, es war eine gute Idee. Weil ich glaube, dass sich irgendjemand noch 5 Stunden damit beschäftigt, wie man eine Kupplung drückt, bremst, wo der erste Gang ist, wie ein Blinker funktioniert. Ja. Das kannst du dir mittlerweile alles auf YouTube, auf TikTok, auf Insta, in irgendeinem Simulator reinziehen. Da muss niemand mehr mit einem Oberlippenbart, also nichts gegen Oberlippenbärte, ich finde die cool. Aber da muss niemand mehr grummelig neben dir sitzen. Schon, du hast schon ich so habe da eine leichte Phobie, ja. Neben dir sitzen und sagen, schalte mal langsam. Das muss nicht sein. Das braucht kein Mensch mehr. Das ist vorbei. Also mit Streamways schlagt ihr da auch quasi so eine Richtung ein? Ja, genau. Also da gehst du halt die komplette digitale Struktur ein. Ist ja egal, ob Simulatoren oder du kannst online bezahlen oder du kannst deine Fahrstunden buchen. Das Ganze ist auch ein Unternehmertool, dass du als Unternehmer sehen kannst, welcher Fahrlehrer arbeitet wie effizient, wer ist wie ausgelastet, wer hat welchen Kraftstoffverbrauch. Also es ist ein komplettes Unternehmertool. Also quasi wirklich von Fahrlehrern für Fahrlehrer. So kann man das sagen, ja. Also was ist anders zu anderen Programmen? Also was ist so alleine schon diese Unternehmermöglichkeit. Also du musst ja in vielen anderen Programmen, wir haben uns immer Excel-Tabellen gebaut, um alles rausgezogen. Wer hat wie viel Anmeldung, wer hat welchen Kraftstoffverbrauch, welches Fahrzeug kostet wie viel im Monat, wer fährt wie viel Kilometer, was sind die Kosten dafür und haben daraus dann Excel-Tabellen gebaut ohne Ende. Ja. Die eigentlich unnötig wären, weil das Programm hat ja alle Daten. Es sieht ja, wer welches Auto fährt, wer was tankt, wer wie viel Fahrschüler fährt, wer welche Fahrschüler fährt, wer wie viel Kilometer fährt. Und das musst du ja als Unternehmer, dein Unternehmen steuern können, wie ein Schiff. Und das spuckt dieses Programm quasi in Daten aus. Ich glaube, das ist auch generell etwas, wir sehen das immer sehr stark im Marketing, dass die meisten kaum irgendwelche KPIs haben, keine Kennzahlen, gar nichts. Das heißt, die sagen dann, da mache ich mal so 1000 Flyer und verteile die. Katastrophe. Oder dann mache ich mal 30 € auf diesen Instagram-Post und guck, was passiert. Ja, cool. Aber du weißt ja gar nicht, okay, was ist dein Leadpreis? Return, was passiert hier, ja. Also überhaupt keine Tracking-Tools. Du weißt am Ende nicht, was hast du für Conversion Rate, was kostet dich am Ende der Fahrschüler. Und ich denke, wenn man das auch gepeilt hat, dieses Online-Marketing und ich stecke 5 € rein und es kommen 400 € zurück, dann steckst du 500 € rein und es kommen 40.000 zurück. Ja, genau. Abschließende Frage. Was würdest du deinen Kindern antworten in 10 Jahren, wenn sie dich fragen, Papa, was war eigentlich dein größter Erfolg? Boah. Bevor du antwortest, du kannst jetzt entscheiden, für welchen Seelenfrieden du diese Antwort nutzt. Das ist relativ einfach. Also ich würde sagen, mein größter Erfolg wären meine Kinder. Ist egal, was ich gemacht habe. Also ich habe ja nicht gedacht, dass ich 27 werde. Ja. So, dass ich Kinder kriege irgendwann mal, das wäre ausgeschlossen. Aber wenn die mich heute angucken, sterbe ich. Das ist ein unfassbares Gefühl. Also wenn der mich fragen würde, was wäre dein größter Erfolg? Keine Uhr, kein Auto, nix. Ist alles raus. Irgendwo sitzen, mit denen gewonnen. Spiel gewonnen, Ende. Alles andere kannst du vergessen.
Ja, war eine schöne Antwort. Finde ich, ist so, ja. Ja, auf jeden Fall. Weil du kannst ja machen, was du willst. Für jeden ist ja Erfolg definierbar. Aber wenn die mich das fragen, das war's. Gewonnen. Können wir noch mit weiteren Folgen rechnen? Gerne? Ich meine auch langfristig, vielleicht jetzt vor allem in diesem Fahrschulsektor, dass du sagst. Ach so, du meinst, ja, also podcast-technisch. Ja, also ich gucke mir das jetzt ab, genau, wie ihr das hier so aufgebaut habt. Und dann, ziehe ich werde ich das machen. Ja. Also ich würde es halt ganz gerne mit befreundeten Unternehmern machen. Ne? Also das war ja auch ein guter Tipp von dir, was halt auch offensichtlich viel Bedarf dann dafür gibt. Ich würde aber auch zwischendurch auch immer wieder Fahrschüler reinpacken, einfach weil ich glaube, dass die sich auch gerne in sich selber widerspiegeln, die gleichen Fragen haben, die gleichen Ängste haben. Und ich merke das schnell in Theoriekursen. Ich kriege die schnell auf Augenhöhe. Noch. Ich weiß nicht, wie es in 10 Jahren ist, dann bin ich wahrscheinlich irgendwann zu weit weg. Aber ich glaube, ich würde mich freuen, wenn du in dem Bereich jetzt vor allem, was vielleicht auch so eine Unternehmensberatung angeht für Fahrschulen, wenn du da ein bisschen Content machen würdest, weil ich glaube, man kann hier schon sehr, sehr viel von lernen. Wenn man hier reinläuft, wie gesagt, wir haben schon mit so vielen Fahrschulen zusammengearbeitet, arbeiten mit so vielen Fahrschulen zusammen, waren schon in zig Fahrschulen drin und das war jetzt das hat alles getoppt, was wir bisher gesehen haben. Sehr positiv auf. Danke dafür. Danke. Und ich denke, davon können sich alle, auch von dem Mindset und wie du die Dinge angehst, davon können sich die Leute auf jeden Fall eine dicke Scheibe von abschneiden, weil ich denke, das ist genau die Mischung aus beiden Welten, dieses Social Media, Fame, ich will Fame werden, ich will berühmt werden, die Leute sollen mich erkennen. Also daraus quasi die Mischung und eben dieses, okay, ich bin immer noch ein Fahrschulunternehmer und kein Social-Media-Star. Ja. Da die Balance halten. Das kriegst du, denke ich, sehr gut hin. Das sieht man auch. Die Zahlen sprechen für sich. Dein Team spricht für sich. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du da gerne uns bereichern könntest. Vielleicht kriegen wir das auch zusammen irgendwie aufgestellt. Schauen wir, was wir da machen können. Schauen wir, was wir machen können. Sehr gut. Ich danke dir. Gerne. Lasst gerne ein Abo da, wenn euch die Folge gefallen hat. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr weitere solche Folgen sehen wollt oder generell Anregungen zum Podcast. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. So machen wir das. Ciao.